Hallo meine Lieben, Tag 11 meiner Weihnachtskarten-Challenge. Heute arbeiten wir mit diesem Set hier. Damit werden wir tatsächlich zwei Karten machen. Eine Karte wird eine große Karte sein und die andere wird eine Mini-Card sein. Und wie wir das machen, das zeige ich euch gleich. Damit ihr seht, was wir heute basteln werden, zeige ich euch mal die beiden Karten. Hier eine Shaker-Karte mit dem Santa und dem Reindeer oder Rudolf, ne? Wie man immer den nennen will. Und hier habe ich eine kleine Karte gemacht mit dem Bären, die sich dann so öffnen lässt. Und genau das machen wir jetzt. Wir hatten ja bei einer der Weihnachtskarten schon das Thema Shaker Card. Ich wollte heute noch ein anderes Beispiel zeigen, wie ihr das machen könnt. Basiskarte, wie immer, sind diese 21 cm x 14,8 cm, gefasst bei 10,5 cm. Dann haben wir eine Karte um hinten den Rückteil der Shaker Card zu machen. Das sind 14,8 cm x 10,5 cm. Und dann habe ich den vorderen Teil aufgeteilt in 3 Stücke. Und zwar sind das 2,5 cm, einen halben Zentimeter und dann kommt der weiße Teil, das sind dann logischerweise noch 7,5 cm. Und die alle drei in der Länge von 14,8 cm. Zudem brauchen wir natürlich noch die Plastikfolie. Das sind auch gleich groß wie die Kartengröße, 14,8 x 10,5. So, was wir jetzt machen, ist Folgendes. Wir werden für dieses Shaker-Element 2 Kreise ausstanzen. Der Kreis ist 6 cm Durchmesser. Das heißt, ich habe mir hier einfach abgemessen, damit ich ungefähr gleich bleibe, 1 cm von dem Rand, 1 cm von dem Rand. Mir das so ein bisschen eingezeichnet und unten auch eine Linie gemacht, damit ich da dann auf derselben Höhe bin. Und das hier werden wir jetzt kurz ausstanzen. Bevor wir das aber machen, will ich euch noch etwas zeigen, eben von wegen, es gibt auch andere Wege für diese Shaker Card. Wir hatten ja vorher beim letzten Mal mit diesem Foam Tape gearbeitet. Was ihr auch machen könnt, ist mit diesem Moosgummi zu arbeiten. Der ist 0,4 cm hoch. Das heißt, wir werden hier den Kreis ausstanzen, das dann als Schablone verwenden und dieselben Kreise auch durch den Moosgummi durchstanzen. Und dann haben wir hier die Dimension, die wir brauchen, die Höhe, die wir brauchen, damit das dann wirklich auch ein Shaker-Element werden kann. Was ich jetzt mache, ist, ich nehme effektiv diesen Kreis, der ja schon ausgestanzt ist, und orientiere mich hier, also ich versuche hier oben gerade zu liegen und dann auf der Seite auch, damit das wirklich den oberen Teil der Karte ist. Und dann gucke ich, dass dieser Kreis wirklich immer noch in diesem vorgestanzten Kreis drinnen liegt. Und jetzt lasse ich das so durch die Maschine durch. Und ihr seht, das hat das ganze Element trotz der Dicke, aber das presst es so dermaßen zusammen, dass man das wunderbar auch ausschneiden kann. Und jetzt machen wir dasselbe noch mit dem zweiten Kreis. Jetzt könnt ihr hier auf dieser Karte noch das, was ihr alles eingezeichnet habt, ausradieren. Wenn ihr jetzt merkt, dass durch die Walzekurbeln euch der Moosgummi ein bisschen größer geworden ist, kein Thema.
geht ihr einfach kurz zur Schneidemaschine und schneidet das ab. Und genau das mache ich. So, ich habe das zurechtgeschnitten und jetzt passt das eigentlich alles wieder wunderbar drauf. Jetzt gehe ich hin und zeichne hier auf diese Mattung, zeichne ich diese 2 Kreise auf. Dann weiß ich, dass ich da meine Stempel drauf bringen kann. Und für diese Karte werde ich den Santa Claus nehmen und den Rudolf. Diese beiden Elemente werde ich jetzt kurz stempeln. Und zwar will ich die nachher ausfärben und deshalb werde ich wieder die Memento Stempelfarbe nehmen. Die Kreise, die wir vorhin angezeichnet haben, die können wir jetzt natürlich wieder ausradieren. Und jetzt werde ich diese beiden Elemente kolorieren mit den Copics-Markern. Ich werde euch oben angeben, welche ich verwendet habe. So, ich bin mit dem Färben fertig und jetzt geht es darum, hier noch dieses Moosgummi drauf zu kleben. Was ich vergessen habe, aber das können wir gleich noch machen. Ich will nicht, dass es dass die Kreise getrennt sind, sondern ich will eigentlich, dass die Elemente hin und her schwimmen können. Und deshalb habe ich hier einfach den Mittelteil jetzt rausgeschnitten. Da und hier einfach oben an der Karte. Das heißt, ich drehe das jetzt kurz um für mich, damit ich das besser sehe. Jetzt müsst ihr einfach beachten, der Moosgummi braucht definitiv länger, damit der Kleber anzieht. Von dem her lasst ihm hier kurz ein bisschen Zeit und drückt da einfach drauf, bis ihr merkt, okay, es hält. Währenddessen ich das so ein bisschen anziehen lasse, kümmern wir uns kurz um den anderen Teil. Und hier haben wir ja diese Plastikfolie. Da hatten wir gesagt, ne, einen Streifen unten, den grauen und dann das Shaker-Element. Und die Sachen kleben wir jetzt mit Doppelklebeband auf diese Folie. Ich habe hier 2 verschiedene Dicken. Das ist immer bequem, weil wir haben hier relativ dünne Stellen, aber dann hat es auch Stellen, wo man wunderbar mit dem arbeiten kann. So, und jetzt können wir das der Reihe nach auf diese Plastikfolie draufkleben.
Was wir jetzt machen müssen, ist dasselbe. Wir müssen ja dieses Teil dann auch hier drauf kleben. Das heißt, wir geben jetzt hier überall den Klebestreifen drauf, bevor wir dann noch die Shaker-Elemente reingeben. So, und ihr seht jetzt, ich habe nicht nur um die Karte herum Kleber drauf gebracht, sondern versucht auch diesen Kreis möglichst einzufassen, damit mir dann die Elemente nicht rausrutschen, sondern das wirklich schön aufeinander klebt. Einfacher geht das natürlich, wenn ihr irgendetwas ausstanzt, das viereckig ist, aber heute sollten es Kreise sein. Von dem her ist so, weil ist so. Füllen möchte ich dieses Shaker-Element mit den Schneeflocken. Jetzt gebe ich hier natürlich nicht zu viel rein, weil ich will ja den Weihnachtsmann und das Reindeer dann trotzdem auch noch sehen. Ne? Von dem her eher zurückhaltend diesmal. Was ich auch noch reingebe, sind rote Sterne. Das passt dann eigentlich wunderbar mit diesem. Wir haben die Karte eigentlich in Rot, Grau, Weiß gefasst. So, jetzt versuche ich diese ganzen Elemente so ein bisschen, sollte gehen. Jetzt ziehe ich überall die Schutzfolie ab von diesem Kleber. Und bevor wir dieses Element draufbringen, ist es immer gut, wenn ihr von diesem Pulver drauf macht, damit da euch die Pailletten nicht an der Folie kleben bleiben. Und jetzt können wir das draufkleben. Jetzt könnt ihr eigentlich die Kanten noch sauber schneiden, damit ihr überall keine Überstände habt. So, ist doch super süß. Jetzt ist es aber noch nicht fertig, sondern wir müssen die noch auf die Basiskarte draufkleben. Das machen wir gleich mit Flüssigkleber. Und jetzt haben wir hier ja noch gar keinen Weihnachtsspruch drauf und das lösen wir jetzt noch. Ich habe aus diesem Set hier, diesen Spruch Have the Happiest Holidays genommen und werde das auf Weiß stempeln und dann mit einem Kreis ausstanzen und hinten dran noch so etwas, was ganz, ganz minim größer ist, das dann dahinter kleben und das kommt dann hier in die Mitte. Genau das machen wir jetzt. Jetzt bringe ich noch diesen Kreis möglichst mittig auf diesen Spruch und klebe mir den fest.
Dann können wir das mit der Big Shot ausstanzen. Gleichzeitig mache ich auch gleich das. Das ist einfach ein rotes Papier. So, und jetzt seht ihr, da kommt echt nur ganz, ganz wenig davon hervor, aber es gibt ihm genau, wenn das dann auf Weiß liegt, sieht es dann wirklich super aus. Von dem her kleben wir das jetzt auf den Taler und den Taler dann auf die Karte. Und da wir mit dem Shaker ja jetzt eigentlich genug Höhe haben oder Dimension haben, will ich da jetzt nicht nochmal eine weitere Dimension schaffen. Von dem her werde ich das gerade direkt auf die Karte kleben. So, gleich. Und fertig ist unsere erste Karte. Für die zweite Karte habe ich mir Folgendes überlegt. Ich will so eine kleine Karte machen, die man aufklappen kann. Und dazu brauchen wir zweimal solche Vierecke, die sind 8 cm mal 8 cm. Dann brauchen wir für oben eine Mattung, die ist 7,5 cm mal 7,5 cm. Dann kommt noch so ein Streifen drauf, der ist auch 7,5 cm, aber dann mal 2 cm. Dann der untere Teil, da kommt dann die Karte so hier drauf. Und da wollte ich auch noch ein wiederholendes Element mit diesem Muster. Und deshalb auch hier einen Streifen von 7,5 mal 2 cm von diesem Designpapier, was sie oben verwendet. Und diese Karte hier, die ist 22,5 cm mal 7,5 cm und gefalzt habe ich die bei 7,5 und bei 15. Dann, was wir machen, für diese Karte verwenden wir den Bären. Den stemple ich hier einfach auf ein weißes Papier und werde den dann mit dem Kreis ausstanzen. Und wie bei der vorherigen Karte werde ich hier auch noch ein kleines Element hinterlegen. Und dieser Taler kommt dann hier vorne auf die Seite drauf. Und dann werde ich auch noch hier drinnen einen Stempel anbringen. Und genau, das machen wir. Ich glaube, ich kann schon mal anfangen. Was machen wir zuerst? Ich glaube, wir machen zuerst Stempeln. Das macht am meisten Sinn. Den Bären werde ich mit Memento stempeln, weil ich will den auch wieder ausfärben. Ich weiß hier nicht, das ist der untere Teil, das ist der obere Teil und in der Mitte will ich diesen Spruch drauf haben, schön mittig angelegt. Und den werde ich mit dem StarZone stempeln. Dann können wir hingehen und ausstanzen, das heißt von diesem Kreis den Hintergrund und hier klebe ich kurz noch den Bären mittig einen Kreis so an, dass der Bär wirklich mittig liegt.
Ich glaube, irgendjemand will mir sagen, dass ich Feierabend machen sollte, weil der Kreis war natürlich zu klein. Von dem her eine Nummer größer. Und mit dem funktioniert das dann auch. Genau. Bevor ich das jetzt aber aufklebe, will ich hier den noch kolorieren. Und welche Copics ich fürs Kolorieren verwende, das schreibe ich euch oben in die Zeile rein. So, mit dem Kolorieren bin ich fertig. Das heißt, ich kann den jetzt auf den Taler aufkleben. Dann klebe ich hier oben mal diese Elemente zusammen, das heißt die Mattung und die obere Karte. Dann kommt hier noch ein Streifen in die Mitte. Dann kleben wir diese Karte auf dieses Element drauf, und zwar kommt die so drauf, und die hat auch, dass sie 7,5 mal 7,5 ist. Es ist quasi wie eine Mattung, das heißt, da müssen wir gucken, dass wir dann auch mittig auf der Karte liegen. So, dann kommt hier noch dieses wiederholende Element, Ich bringe das einfach hier weiter unten, dann hat man hier noch schön Platz, etwas zu schreiben. Dann wird die so zugeklappt und jetzt klebe ich hier einfach den Kleber drauf und lege die dann gerade drauf. Ich falze hier die Linien nochmal nach, damit die wirklich gut hier liegen bleibt und nicht zurückfedert, möglichst. So, und jetzt kommt noch der Taler oben drauf. Bin gerade am gucken, ob ich den direkt oder mit... Ja, wir machen hier ein bisschen Dimension noch. Jetzt können wir auch gleich Reste verwenden, weil wir hatten bei der vorherigen Karte hatten wir so Taler ausgestanzt. So, und jetzt können wir die noch auf die Karte kleben. Gucken, die Karte geht so auf, somit müsste der so in der Mitte liegen. So, und damit ist auch unsere kleine Karte fertig, wo hier ein Spruch drauf ist. Hier hat man Platz zu schreiben. Und es war ein bisschen was anderes, um die zu öffnen. Ich hoffe, euch haben die beiden Ideen gefallen und ihr habt Lust, das Ganze nachzubasteln. Die Materialien, die ich verwendet habe, die habe ich euch unten in die Links reingestellt. Wenn ihr meinen Kanal bis jetzt noch nicht abonniert habt, dann tut das doch bitte, weil das hilft mir tatsächlich.
Und wenn ihr keines meiner Videos verpassen wollt, dann klickt unten auch auf die Glocke und wir sehen uns morgen wieder. Bis bald!